BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Der Mai ist gekommen und hält natürlich noch ein paar Highlights für uns parat. Am Samstag geht es gegen die TSG Hoffenheim. Das Spiel steht natürlich bei uns in unserem Feiertagsmagazin im Mittelpunkt. Hoffenheim im Fokus. Spiele gegen die TSG haben schon viele Geschichten geliefert. Platz 3 im Blick. Borussia kann mit einem Sieg wieder an Hoffenheim vorbeiziehen. Sven Bender im Studio. Die berühmteste Fußspitze Deutschlands zu Gast bei Nobby. Die mit Abstand bekannteste Fußspitze Deutschlands ist heute bei mir zu Gast. Manni, schön, dass du nach über einem Jahr endlich mal wieder hier zu mir auf die Beratungscouch kommst. Aber mal ehrlich, wie oft bist du auf die Szene angesprochen worden? Angeschrieben trifft es eher. Wir haben angeschrieben auch. Viele Leute geschrieben zu der Szene. Ja, mir war es dann am Ende irgendwie ein bisschen peinlich. Ja, weil, wieso? Ja, weil es eigentlich ja nur mein Job ist, irgendwie dann in der Situation das Tor zu verhindern. Ich habe einfach nur versucht, den Ball noch zu klären, habe das dann auch gemacht und geschafft. Und natürlich ist es spektakulär, aber der ganze Wirbel, der darum gemacht hat, war mir dann fast auch ein bisschen unangenehm. Aber es ist schön und es war auch irgendwie, ist ja auch eine coole Szene und im Endeffekt war das ja dann so der Knackpunkt auch im Spiel, der uns dann geholfen hat, dann nochmal das ganze Spiel umzudrehen. Und wir haben uns übrigens auch geschrieben, ne? Wir haben uns auch geschrieben, ja. Ich habe dir nicht gesagt, das war die spielentscheidende Szene. Ja, das weiß ich ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich freue mich auch darüber und ich finde das lustig, wenn das so benannt wird, die wohl spektakulärste Fußspitze jetzt. Das ist cool. Ja, um den DFB-Pokal werden wir uns natürlich gleich auch noch kümmern. Jetzt geht es aber erst einmal um das Topspiel am Wochenende. Das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Und da wollen wir uns natürlich ein klein wenig drauf einstimmen. Es ist der Kampf um die Königsklasse. Das direkte Duell um die direkte Qualifikation. Der Wettstreit um die Pole Position. Dortmund gegen Hoffenheim. Eine junge Paarung, noch ohne Geschichte, aber schon mit vielen Geschichten. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde, typisch für diese Begegnung. Packend, farbenfroh, unentschieden. Ein Remis, diesmal zu wenig. Der BVB muss siegen, damit Schwarz-Gelb im Endspurt die Nase vorn hat. Ja, dramatische Musik, wir haben es gerade gehört, Manni. Die direkte Champions-League-Qualifikation ist sicherlich ganz klar euer Ziel. Von daher muss morgen ein Sieg her. Ja, definitiv. Wir wissen, wie die Ausgangssituation ist, dass wir jetzt einmal einen Punkt hinten sind und die direkte Partie oder der direkte Nachbar gegen uns spielt und ja, wir haben aber die Möglichkeit zu Hause, da sind wir schon eine Macht und wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, um uns einfach dann wieder für die letzten 2 Spiele auch in die bessere Ausgangssituation zu bringen. Ihr habt in den letzten Jahren viele wirklich sehr, sehr wichtige Spiele gehabt, Endspiele gehabt. Da ist Hoffenheim sicherlich deutlich unerfahrener. Kann das auch ein Faktor sein? Ja, aber ich glaube, das spielt da keine große Rolle, denn Hoffenheim spielt eine sehr, sehr gute Saison und ich glaube, die strotzen da auch vor Selbstbewusstsein aufgrund der ganzen Ergebnisse, die sie erzielt haben und deswegen ist es egal, ob man da eben vielleicht die ein oder anderen wichtigeren Partien schon bestritten hat als der Gegner. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz enge Partie, eine hochintensive Partie und hoffentlich können wir uns durchsetzen, wie wir es auch schon oft gemacht haben in solchen Partien. Das Publikum spielt dann am Wochenende sicherlich auch mal wieder eine wichtige Rolle, ne? Klar, und wir wissen das und ich glaube, alle freuen sich auch auf diese Partie und werden auch Gas geben. Von den Rängen wird jegliche Unterstützung kommen, die wir auch brauchen können und wir versuchen das natürlich dann auch auf Platz genauso umzusetzen.
Du warst beim Hinspiel dabei, in Unterzahlen 2:2 geholt. Was macht denn Hoffenheim eigentlich so unangenehm? Ja, sie sind eine sehr, sehr kompakt spielende Truppe. Also war für uns unheimlich schwer, gerade in der ersten Halbzeit uns durchzukombinieren. Unfassbar gut gegen den Ball gearbeitet und sehr, sehr schnell dann auch umgeschaltet selber. Und haben natürlich mit Sandro Wagner auch einen extrem kopfballstarken großen Spieler, der die Bälle vorne hält. Und es ist einfach im Gesamten einfach eine gute Truppe, die harmoniert extrem gut. Und wir sind da gewarnt, wir wissen, was auf uns zukommt und wir brauchen auch unseren besten Tag, um erfolgreich zu sein. Drücken wir natürlich die Daumen für morgen. Hoffenheim spielt die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte und sind auch zum ersten Mal europäisch nächstes Jahr mit dabei. Und in unserer Teambesprechung schauen wir uns nochmal die ganz besondere Ausgangslage für morgen an. Die Partie am Samstag. Ein Treffen auf Augenhöhe. In der Rückrunde beide Teams bisher punkt- und torgleich. Auch das Restprogramm ist identisch. Beide treffen noch auf Augsburg und Bremen. Doch zunächst alle Blicke auf Samstag. Die Vorzeichen für Schwarz-Gelb stehen gut. Die letzten 3 Heimspiele gegen Hoffenheim, alle gewonnen. Einmal mehr im Fokus Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner treffsicher, erfolgreich in den letzten 3 Duellen gegen die TSG. Auch am Samstag braucht der BVB seine Tore. Für einen Sieg über die Kraichgauer und die Rückkehr auf Platz 3. Ja, Manni, da haben wir doch den einen oder anderen Mutmacher gerade im Beitrag gehört. Was stimmt dich zuversichtlich, dass wir morgen gegen Hoffenheim gewinnen? Ja, dass wir die letzten 3 Spiele zu Hause gewonnen haben, auf jeden Fall. Hat man so Statistiken eigentlich immer im Kopf? Nein, also überhaupt nicht, weil die Statistiken jetzt irgendwie aus der Rückrunde kommen mit Punkte und Torgleichheit zwischen Hoffenheim und uns, ja, dann wird das Spiel ja unentschieden ausgehen und wir wollen unbedingt gewinnen und deswegen sind die Statistiken, das ist zwar immer ganz schöne Sachen zum Anschauen und glaube ich, die Leute interessiert das auch, aber uns auf dem Platz hilft das wirklich nicht weiter. Jedes Spiel ist aufs Neue irgendwie eine riesen Herausforderung und zählt es wieder 90 Minuten Vollgas zu geben. Und wir sind auf jeden Fall trotzdem sehr positiv. Wir haben super trainiert diese Woche und konnten auch einfach mal eine Trainingswoche wieder haben, und wo sich auch am Anfang dann die einen oder anderen Spieler ihre Blessuren ein bisschen auskurieren konnten. Und das hat uns auch extrem geholfen und somit können wir auch am Samstag Gas geben. Das wäre die nächste Frage gewesen. Das tut auch mal gut, ganz normale Trainingswochen zu haben. Ja, wir wissen ja die meisten gar nicht mehr, wie sich sowas anfühlt. Bei dem 3-4-Tages-Rhythmus, den wir hatten mit Spielen. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr gut nach den letzten Wochen. Die waren wirklich sehr intensiv mit vielen Vorkommnissen, die verarbeitet werden mussten. Und hat auf jeden Fall gut getan, einfach mal ein bisschen runterzukommen und einfach wieder gezielt zu trainieren. Und freuen wir uns jetzt aufs Wochenende. Du bist ja erst seit 3 Wochen wieder dabei und spielst, egal wie schwer du verletzt bist und wiedergekommen bist, direkt immer wieder auf allerhöchstem Niveau. Deshalb jetzt mal die berechtigte Frage, wie geht's dir überhaupt? So? Mir geht's sehr gut. Also ich bin ja seit Anfang März wieder vollständig genesen und mir macht es auch Spaß, einfach jeden Tag trainieren zu können und am Wochenende spielen zu können. Gibt es nichts Schöneres. Das ist mein Beruf und den möchte ich natürlich am liebsten jede Stunde irgendwie ausüben. Und war jetzt in der Vergangenheit leider nicht ganz so oft der Fall. Ich musste viele wegstecken und auskurieren. Aber jetzt geht es mir gut und ich hoffe, es bleibt auch so und ich kann weiter Gas geben. Spätestens nach der sensationellen, spektakulären Rettungstat gegen die Bayern hast du dich unsterblich gemacht, Manni. Das ist nun mal so. Und das führte sogar dazu, dass Manni eine ganz besondere Ehre zuteil wurde. Wenn das Borosseum ein Trikot in einer Sondervitrine ausstellt, dann muss schon Außergewöhnliches passiert sein. Wie im Fall von Sven Bender. Seine Rettungsaktion im Pokal-Halbfinale, schon jetzt eine für die Geschichtsbücher. Genauso außergewöhnlich aber ist die unerschütterliche Mentalität des 28-Jährigen. Fallen, aufstehen, zurückkommen. Es gibt kaum einen Spieler, der die DNA von Borussia Dortmund so sehr verkörpert wie unsere Nummer 6.
allein in dieser Saison. Von Olympia erfolgreich mit Silber heimgekehrt, aber auch einer langwierigen Knöchelverletzung. 4 Monate Tribüne statt Spielfeld. Zurückgekämpft, erster Saisoneinsatz im Hinspiel gegen Hoffenheim. Wintervorbereitung, Paderborn, Außenbandriss im Sprunggelenk. Erneut wochenlang zum Zuschauen verdammt. Aber Manni hat sich einmal mehr zurückgearbeitet. Bender ist back. In Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal. Und einem ganz großen Ziel. Eine Saison, die mit Silber begann, soll mit Gold beendet werden. Ja, Manni, schöne Bilder. Ne? Du bist jetzt im 8. Jahr bei unserer Borussia und wir haben ja eben uns schon drüber unterhalten, wir können gar nicht mehr nachzählen, was du alles an Verletzungen schon gehabt hast. Meine Frage, was gibt dir dann immer wieder Kraft und Motivation, dich zurückzukämpfen, mit vollem Ehrgeiz an die Sache ranzugehen? Ja, es gibt auch mal Momente, gerade jetzt nach im Januar oder so, wo ich dann wieder rausgetreten wurde, wo ich dann auch mal 5 Minuten zweifle, aber dann merke ich auch irgendwie so, ja gut, aber es macht ja keinen Sinn zu zweifeln. Es gibt ja nichts anderes für mich als den Sport da draußen auf unserem schönen Grün und dafür tue ich auch alles und wenn ich dann verletzt bin oder so, tue ich auch wirklich jede Minute alles dafür, so schnell wie möglich irgendwie zurückzukommen, weil es nur darum geht, wieder da unten zu stehen, weil das ist, was mir dann am meisten Spaß macht und auch am meisten gibt im Leben. Und ja, diese Zeit der Karriere, die ist eh begrenzt. Und dann habe ich gesagt, ich will so viel wie möglich mitnehmen und aufsaugen. Und da heißt es für mich, keine Zeit zu verschenken, auch wenn ich die doch ein oder andere Verletzung, die auch schon länger gedauert hat, gehabt habe. Ich habe schon mal gesagt, so einen bayerischen Holzfäller, den kriegst du nicht kaputt. Ja, man darf sich ja nicht unterkriegen lassen. Ja. Eiche, deutsche Eiche. Ich sage, liegen bleiben in dem Sinne, oder geht nicht. Geht nicht. Ja. Keine Option. Man kann hinfallen, aber es heißt immer wieder aufzustehen, weil dann würde ich aufgeben und aufgeben war für mich noch nie die Option. Vorbildlich. Absolut. In allen Belangen. Jetzt geht es natürlich auch noch um den goldenen Pott. Ja. Da freuen wir uns alle drauf, den holen wir diesmal. Ja, Versprich wir haben uns schon, das. dann, Bitte, wir haben schon Manni. nach dem Spiel, die jetzt schon länger hier sind, haben gesagt, Leute, es macht alles keinen Sinn, es wird langsam wirklich Zeit, dass wir das Ding mal wiederholen. Auch meine Szene da mit meiner, meiner Fußspitze, das macht ja keinen Sinn, wenn wir am Ende keinen Pott in der Hand haben. Und deswegen, wir können uns alle nur extrem helfen, das ganze Jahr einfach erfolgreich abzuschließen. Und das Jahr ist nicht mehr lange, unsere Fußballsaison ist nicht mehr so lange und wir sind alle extrem heiß. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele, die wir extrem fokussiert angehen, die können wir aber auch gut nutzen, um uns in eine super Verfassung zu bringen. Und dann heißt es einfach für uns endlich mal so ein Finale zu bestreiten und mal wieder zu gewinnen. Weil es macht auch wirklich keinen Spaß, die Finalspiele zu verlieren. Und deswegen gibt es eigentlich nur eine Option, die heißt gewinnen, Pott mitnehmen und feiern. Die Euphorie ist riesengroß. Wir kriegen es natürlich tagtäglich mit. Alle freuen sich auf das Spiel und wollen natürlich auch gerne, dass wir den Titel wieder nach Dortmund holen. Wir drücken euch auf jeden Fall alle Daumen. Okay. Jetzt heißt es Revanche. Tor oder kein Tor? Das letzte Mal hast du mich 3:1 abgefertigt. Und das sage ich dir jetzt schon, das wird mir diesmal nicht passieren. Er hatte die Szene schon gesehen. Tor oder kein Tor? Es gibt Szenen aus Spielen Borussia Dortmund gegen 1860 München, also deinen vorherigen Verein. Ich bin gespannt. Ich drücke mir auf jeden Fall die Daumen. Oh, wer ist denn? Wer ist denn die 8 da? Ist das aber nicht Jan Koller, oder? Doch, das ist der Koller. Wir dürfen sie nicht nochmal sehen, ne? Nee, das ist es ja. Du kannst auch sagen, ob ich anfangen soll oder nicht. Du kannst sagen, ob ich anfangen soll oder nicht. Ist er glatte? Ich glaube, der geht rein. Ist er glatte? Ist nicht drin. Oh. Ja! Aber sowas muss man auch sehen. Aber ja, du warst ja auch öfters da vorne. Du hast ja solche Situationen hautnah miterlebt. Ne? Ich habe dir auch mal reingeguckt.
Der geht vorbei. Nee, okay. Sag du was? Schweigen geht nicht im rein. bayerischen Walde. Nein, geht nicht rein. Ich sage, er geht auch nicht rein. Dann Mama, soll ich dann sagen, er geht rein? kannst du sagen? Ich sage, er geht nicht rein. Manni sagt nein, dann sage ich, er geht rein. Ich sag's noch zuerst, ich lass mich auf diesen Scheiß-Deal wieder ein. Ja. Aber egal. Obwohl, wenn ich es jetzt nochmal sehe, ne, wenn ich es nochmal gesehen hätte, ich gesagt, er geht rein. Der unfassbar. Das ist wirklich gut geschnitten. Also du hast keine Möglichkeit irgendwie zu erahnen. Brutal. Bei Evan Nilsson, wenn ich das gewusst hätte, ne, Ey, hätte ich gesagt, der brutal. geht nicht rein. Der hat doch glaube ich, nur 2 Tore Wirklich schwer. geschossen. So, Okay. 1:1. Oh, der war aber, wenn der reingeht, der war cool, ne? von da siehst du es besser von dem wirklich. Nein. Kein Tor. Tor. Ach, Michael Zorc, der Siehst du beste mal, am Posten. hab ich doch gesagt, Sportmanager, irgendwas macht war doch den vorher nicht mit- rein, aber das war mit ganz Aluminium. cool gemacht. Aber nicht drin. Ja, Manni hat gewonnen, 2:1. So, ist wieder ein bisschen enger geworden. 47:42. Noch führe ich 3 Spieltage. Wir haben nur noch 2 Spieltage, die ich tippen muss. Also es wird eng für die anderen. Du hast natürlich dir etwas verdient. Durch deinen 2:1-Sieg etwas ganz Besonderes. Es gibt etwas Neues. Sehr cool. Manni Bender Fußballgott. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß bzw. schwarz auf gelb. Das ist das Erste. Danke. Und auch ihr könnt dieses wunderbare Poster von Manni bekommen. Holt euch im Online-Shop oder in unseren Fanshops ein Heimtrikot und dann gibt es dieses wunderbare Bild kostenlos dabei. Manni, jetzt mal Absolut. ehrlich, macht dich ein bisschen stolz auch. Ja, ich finde es sehr cool, muss ich sagen. Also freut mich jetzt wirklich. Da ist er auf dem Weg. Pfosten, Latte, Auf dem raus, Weg nicht rein. Endspiel. Ja! Ja, Manni, ich möchte dir natürlich auch ganz herzlich gratulieren Danke. zum Sieg. Mal wieder hast du mich abgefertigt. Hier haben wir ein wunderbares Mannschaftsposter oder Bild. Das werden wir unserer Stiftung am Ende der Saison zur Verfügung stellen und ist jetzt mit der Unterschrift von Manni das Doppelte wert. Ja, das war's heute von unserem Feiertagsmagazin. Manni, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wir drücken natürlich die Daumen für morgen, dass wir einen ganz, ganz wichtigen Dreier einfahren werden. Ihr drückt zu Hause sicherlich auch die Daumen oder hier im schönsten Stadion der Welt. Das war's heute. Wir sehen uns. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Manni.